Morris. Bei uns zum Umfang singen Nummer 18. Nummer 18. Lobpreiset unseren Gott, singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freuet euch, ich komm, mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Er hat uns selbst gesagt, der Vater hat euch lieb, darum seid unverzagt. Stellt euch auf meinen Sieg, freuet euch, ich komm, mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, der Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Wer meine Kraft vertraut, wird meine Wunder sehen und meine Herrlichkeit wird allzeit mit ihm gehen. Freut euch, ich komm, mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. In der Welt da habt ihr Angst, doch ich habe sie besiegt. Wer meinen Namen fragt, wer ist es, der mich liebt? Freut euch, ich komm, mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Nummer 15. Nummer 15. Preist den Händen seine Güte, werdet ewig leben. Preist den Herrn, preist den Herrn. Preist den Händen seine Güte, werdet ewig leben. Preist den Herrn, preist den Herrn. Alle Sterne froh gefunkelt und des Mondes Schein, all die Strahlen unserer Sonne lieblich mild und rein, stimmen jauchzend in das jubelvolle Loblied ein. Preis den Herrn, preis den Herrn. Preis den Herrn, denn seine Treue werdet ewig leben. Preis den Herrn, preis den Herrn. Preis den Herrn, denn seine Treue werdet ewig leben. Preis den Herrn.
Insekten singen in dem grünen Hain und die Tiere auf den Feldern, alle groß und klein, stimmen jauchzend in das jubelvolle Loblied ein. Preis den Herrn, preis den Herrn. Preis den Herrn, denn seine Gnade wäret ewig. Preis den Herrn, preis den Herrn. Preis den Herrn, denn seine Gnade wäret ewig. Preis den Herrn, preis den Herrn. All die Stimmen der Vollendeten im Himmel rein, all die Gott erlösten Seelen unter Sonnenschein, stimmen jauchzend in das jubelvolle Loblied ein. Preis den Herrn, preis den Herrn. Preis den Herrn, stimmt in das Jubellied mit ein. Viele, die deuten, die mögen mit, das ist schön nach Anfang. Ich will hier zu der Begrüßung vorlesen in den Psalm. Ich lobe dich des Tages 7-mal, um der Rechte willen deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Meine Seele hält deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich halte deine Befehle und deine Zeugnisse, denn alle meine Wege sind vor dir. Herr, lass meine Klage vor dich kommen, unterweise mich nach deinem Wort. Dat wat we hier van der zijn tip gekomen hebben, dat we wel nog helemaal waren iets in woord hier. En du hast Wort für uns. Wenn wir wollen Gebet haben, wir reut sein, sind da und Wort von Timer dort Wort sein, du Wort für uns sein. Wenn wir Gebet haben, dann haben wir, wenn wir uns haben aufgestellt, uns zu stellen, ab dem Platz, wo Gott Wort reden hat, dann, wo wir Wort hören. In Israel, da soll wir ein Museum, wo wir bauen werden, du musst die Krag in ein Hack, ab einem rechten Platz stehen, und dann ging der Sensor an, dort der Speaker anfängt zu reden, und dann verteilt von dort, wo du tägst, dann Krag wird. Aber wir mussten durchstehen, in das Color, was der Oje ticken wird, dort der Speaker wird angehen. Und so mag wir auch in ihr Gott in Wellen stehen, anders kann der Herr nicht zu uns reden. Und dann wollen wir nicht was hören. Dann müssen wir dann denken, wie sind nicht an dem Platz, dort der Sensor angeht. So, hier sagt Gott sein Wort. Wundervoll. Gut, für der, was du so in der Klasse gehen. Ich will von dir eine Karte Anleitung merken zu dem Thema Partnerwahl. Wir haben das Thema bloß ab Jugendreszeit. Und das ist aber Gott für Jugend eigentlich, das ist für die Älteren. So, wir wollen von dir eine Karte Anleitung davon merken und dann lute einmal das nächste Part. So, wenn wir nach Abstimmung von Gebet für die Klassenritt gehen. Guter Gott, uns vor am Himmel, wie kommt zu dir, diesen besonderen Morgen war, ein schöner Tag, ein neuer Tag, ein besonderer Tag, und Herr, ich komme von dir, den hast du recht gemerkt, kriegt für uns von dir, mit dieser Sonne, mit diesen Wolken, mit der Ware, mit diesen Gruden, und mit dieser Gnade und Barmherzigkeit, was jeder Tag nie ist, und auch von dir, was ganz nie ist, was du uns geschenkt hast. Herr, ich danke dir, dass du bist, dass du uns dort gegeben hast, wo ich dir genug geben für diesen Gottesdienst, für die Anleitung, für die Sendershow, die Lehrer, was sie kann, recht gemerkt, Dinge, was du recht sein, was zu hören, was zu lernen, wieder für das Wort von drei Herren, wo ich dir genug geben hier und auch auf andere Stellen, wo dein Wort gepredigt wird. Amen. Wollen wir Platz nehmen? Nummer 3. Nummer 3.
Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Er ist bei uns alle Tage, nichts kann stärker sein als er. Suchst du Frieden, Freiheit, Freude, suchst du Wahrheit, Ziel und Kraft. Gib dem Heiland nur dein Leben, dass er dich ganz neu erschafft. Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Er der Anfang und das Ende und in Ewigkeit nur er. Ist dein Leben voller Sorge, ohne Gott und voller Schuld? Komm zu Jesus, bring ihm alles, er hat Liebe und Geduld. Für den großen, starken Namen, Jesus Christus, Herr allein. Er steht still vor deinem Herzen, er klopft an, lässt du ihn ein. O verschieb es nicht auf morgen, denn wer weiß, was morgen ist. Lass ihn heute für dich sorgen, weil du heute hilflos bist. We willen nu in aanleiding een paar algemene dingen ons een beetje bekijken in de korte betrachting van 1. Mose 24. Wenn wir unsere Bibel nehmen, 1. Mose 24, kort wat lesen, checken. En bevor dem will ich einmal zwei Verse Sprüche noch lesen. In Sprüche 5, Vers. Wir haben da mehrere Verse, aber die erste sagt, mein Kind, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre. Dann sehen wir hier all, hier hat auch Bara, des Prediger, des Salomo, der hat ein dichtes Wort, was er will sagen. Er sagt du so, mein Kind, acht auf, was ich nie will sagen. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Und dann ist es hier so von der Warnung vor Unzucht, ein ganzes Kapitel. So viel als Sprüche bloß einzelne Vers, die gut nicht so reich ein Timer zu geben, dass nicht dass ein Kapitel ein Timer hat. Und aber hier so, wenn ich am Unzucht geht und am Partner und am der Ehe, dann hast du so ein ganzes Kapitel geschrieben von einem derselbe, wie sein die Wichtigkeit, was das hat, dann gehört und von der, für uns. Und hier so will ich dann nach den 19 in der Tor lesen, ich muss, dort sagte vor dem, trink Wasser aus deiner Grube. Also, deine Frau soll die erfreien. Vers 17, habe du aber sie allein und kein Fremder mit dir. Und dann Vers 19, sie ist lieblich wie eine Hinde und holdselig wie ein Reh. Lass dich ihre Liebe alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege in ihrer Liebe. Also hier sage ich, das gute Verhältnis, die Beziehung, was du soll sein. In der Ehe. So wir wollen nicht in dort hineingehen, aber am dort geht dort. Ich glaube, wir Frauen uns von der, weil wir checken dann in der Welt, und dann soll ich nicht sagen in der Welt, weil wir von der checken Raum uns, im Dorf, in der Kolonie, im Land, wo immer, wir brauchen vielleicht bis zum Nuba checken, ja vielleicht nicht Nuba, ich weiß nicht, aber dann sehen wir dort dann viele Ehen, die scheitern, oder die verbrechen. Sehr viel. Und das geht nicht bloß wenn die erst 40 Jahre sind, wenn ich befreit sind, dass du so spannend wird, was das durchschnittlich geht, wenn vor dem nicht, die Wege gut sind, was der Brück,
En dat is aber ook voedsel van de eerste dagen, van de eerste weken, van de eerste maand. Dat deze drie dingen, dus zijn de Ehen, de scheitern. Du kommen Konflikte mang. En wat is de antwoord? Hoe wegen zij wie? Dat is veel dort. Wie zelfs wat ze bevrijd zijn, wie weten wat dat is. We zijn al een beetje gaan en we weten dat een Ehe te vieren, dat brengt een verantwoording. We weten al dat Zankrecht deze flatters wat een boek krijgen. Dat is veel meer als dat. We weten al dus een weg te gaan. En ja, ik brauche weinig erklären, dus we zijn op deze weg. En we hebben ons ook mal gevraagd, hoe wegen is dat ze staat? Hoe wegen zijn er zoveel Ehen, wat het schwer gaat, wat er kan hulp brengen? Mijn Thema wird, ja, Partner war Lothar für die Jugend, aber ich glaube, es ist wichtig, wir als Eltern dann auch immer über nur denken, was ist so, was wir mit uns Jugend über aufhaben. Ich denke an, wie wir noch nicht befriedet haben, was wir noch jüngere haben, und dann check ich so, ja, wo soll es werden, wo soll es wieder gehen, wo soll es dahin kommen, dass der auch wieder glücklich kann sein. Ich bin mir sicher und ich bin mir sehr überzeugt, dass Eltern weil wir glückliche Kinder haben. Und wir werden glücklich befriedet sein. Und so befriedet, dass wir nicht bis unser sich glücklich sind. Nur das Wort Gottes nur, wenn Paulus beschrieben hat, was der Ehe ist und was er durchstellen soll, dann sei wie durch eine Ehe ist, in sich glücklich, zum anderen glücklich machen. Das hat ein Ziel. Besser waren bis in der eigenen Welt, soll es schön gehen, in diese Einzel Tag geluten worden, und wieder wahnsinnig. Das ist noch keine glückliche Ehe. Eine glückliche Ehe ist, dort, wo das wieder geht, wo das aufholen wird, wo das rückgeht, das ist eine glückliche Ehe. Es sind viele Ursachen, man würden so checken, was du zu tun drehen von eine glückliche Ehe, von unseren Dingen und die Tag. Aber einfach wir sein, was wir vielleicht allgemein können sein, und das wird ja sehr breit gehen, und das ist Vorbereitung. Vorbereitung merken. Das ist nicht bloß in der Brütlichsweg noch ein Zu, sondern ein Prädiativ setzen, ein bisschen reden über befriedigt sein. Das ist eigentlich nicht Vorbereitung. Das ist viel mehr. Und das fängt sehr jung an, was immer wir für Vorbereitung denken. Wir denken an alles, was wir unsere Kinder sagen, und lernen, und halten, von klein an. Das ist ein Part von der Vorbereitung. Und sie persönlich haben viele Vorbereitungen zu merken. Und ich glaube, vielleicht wird unsere Eltern dort so mit uns gegangen haben, als uns es nicht vielleicht geht, und als Dinge gedacht, dann checkt wie, wir würden uns freuen, wenn es Ripa wird, wenn es Puja ging, wenn es Ballerei wird zum Befrieren. Und vielleicht haben die Eltern von immer so gedacht, der wird dann noch mal nur befrieren, weil der Partner den noch mal einen Riep merken. Weil uns hat es nicht geglaubt, das hat nicht geschafft, was hier so. Aber diese Vorbereitung, das ist eine sehr wichtige Zeit. Für viele Dinge merkt man viel Vorbereitung. Viele von denen Lizenzias merken. Hier in Mexiko werden ja, aber in Kanada, die nehmen ja das Büchchen und lesen ja. Und ganz besonders, was wir auch weiten, wenn wir in Kanada gewesen sind, das letzte Part, wie viel Struf dort für was von Verbrechen gab, wie viele Punkte, oder wenn ich die Lizenzias los war, das mag wir unbedingt weiten. Weil nicht, dann fahren wir bloß wegen dort nach dem Examen da. Und dann, wenn wir fahren, wenn dann am Eis gelegt, dann macht wir viel Vorbereitung gemerkt haben, über viel Dinge denken, wie bereit sind, zu merken. Ich finde, wo wir für die Ehe tun. In vielen Ländern, du studieren die 20 Jahre, aber die ist mal bereit sind für die Arbeit, die ist mal schaffen können in Wirklichkeit. Wir sind über dem 25 Jahre, dort endlich würde man anfangen zu schaffen. Wir merken viel Vorbereitung. Und für die Ehe, wie viel Vorbereitung merken wir durch? Bis nicht gleich für uns, wir wollen uns sogar befrieren, sagen wir die erste Datum ab ist. Und wenn nicht gleich für uns. Und das ist von Gott wegen, wir gleichen wir uns doch, dann befrieren wir uns. Und wir weiten dort jetzt weit mehr als dort, als am dort. Vorbereitung, ich glaube, das ist gesagt. Und können sein, wir sind nicht so sehr viel, wo das ist, dort, man will einfach bis in der Leib. Wir sehen uns alle ihr Leib zu sein. Und dem Spazieren, als du auch in dein Leib scheinbar, und man will dort.
Anderen die waren Genuss. Die wollen was haben. Oh, wir janken nach so einem haben, und so ein Fertig, und so ein Fun, und so eine Sachen. Und oh, wir janken auch eine Mial. Die denken, was so wie das dort, was entjankert. De anderen wollen mit dem Spaß haben. Noch de anderen wollen eine Freiheit. Eine Mut mitmerken. De anderen haben auch, das stellt je wat fair. Und dann doe ich auch. Was immer, was keine ernste Sache. Das kann auch sein, dass dort die Ursache erst noch so viele Ehen von der scheitern. Und wo wir scheitern noch so viele, die sind im Glauben Gott festgeankert. Die wollen sich befreien und die wollen so eine TV-Cast haben. Und die wollen alle haben Stamms, aber keine ernste Sache, keine Glaubenssache, kein Verlangen, dem Herrn zu dienen, kein Verlangen, dem Herrn zu verherrlichen. Der wird auch scheitern. So eine Ehe, der wird auch in sich topbreten. Wenn der so 2 Jahre noch sehr schmeckt, top passen, aber wenn der nicht durchscheitert, dann scheitert der bei den Kindern. Aber der wird scheitern. Die Frage ist, wo wir können wir uns, wenn wir reden von Vorbereitung, wo wir können wir uns, der Reich mank, aber ein Prediger sagt, es das eigentlich fern befrieren, wenn man glaubt, ja, wir kennen uns und wir gleichen uns und wir passen taupen. Und das ist von Gott, und sage ich immer 5%, können wir uns fern befrieren. So, das ist mal sehr wenig, sehr oberflächlich. Das Wichtigste, wo wir dann noch sagen haben, ich kann gelehrt, so das ist allgemein. So, dann sollen wir auch durch eine Vorbereitung, durch ein Weichtergehen für die Heirat, den ganzen Weg, dort man diese 5%, wenn es soll bis 5 blieben, wie eine Vorbereitung merken, weil die 95% der soll ja weich ist. Dort soll das Kreuzschaft haben, ja, für das, wo ich nennen gut, du brauchst das Kreuzschaft, und mit den 5%, was ich weiß, habe ich das Kreuzschaft eingepackt, und ich kann dort alles brauchen. Da ist den ganzen Weg, ist das, wo wir können gehen. Gut, wir haben auch gehört, das Joch in der Jugend tragen, in seinem Timer, das ist auch Vorbereitung. Und, aber ja, hier waren wir mit 1. Mose 24 an ein paar Gedanken. Nehmen das Wort Gottes dann. Hier so, wir kennen lange nicht alles und so viel zu sagen sein, aber wir wollen einfach bis wir uns an das Wort holen nu. 1. Mose 24. Sehr bekannt und erstlich auch irgendwo genommen worden als ein Tagsverkehrs. Oder als ein Bild, ein Muster, wo wir ein Partner wären. Und ich denke, hier sind so viele gute Wahrheiten drin, was uns halten können. Als Eltern, unsere Verantwortung als Eltern, wenn wir denken dann an unsere Kinder. Und wir brauchen Gott, der wird noch nicht Kinder haben, das verjüngt gerade so, als der wird all befriedet Kinder haben, merkt nicht einen Unterschied. Hier so, das ist ein allgemeines Ding, das fängt alltäglich an. Was sagt uns das hier so? Und wir checken dann in 1. Mose 24, das ist, wo Abraham sein Ola knallt, den vertrauungsvollen Ohren Eliezer, der nun nicht fair, ich habe das wohl fair, wo er den diesen Auftrag geben, dass segne früh für unseren Isaac. Und Isaac ist über den Brot geworden, ist über den Mann geworden, und segne früh, und er sagt ihm klar, wo, du sollst von dort, wo er kommt, sollst du ihn früh holen, du wieder glauben, nach dort nutzte. Und sein Glauben, und er hat einen Rücken oben naviert, und aber du so von der Kananiter soll er nicht einholen, und halt er ein bisschen Verschriften geben, holen früh von dort, aber nicht Isaac dort hinbringen. Und der früh nicht kämpft, nicht dort hinbringen. Es ist ein langer Weg zu gehen, wir wollten, weil du beim Bar müssen, weil er sehr ernstlich beten hat, und wo Gott du so über dem sich bezeugen hat, und und hat ihn gesegnet, allenthalben. Wenn wir das Glück für unsere Kinder wollen, dann muss wir von Gott gesegnet sein. Gott hat gesegnet allenthalben. Ich finde es ein sehr hartes Wort zu sein für uns als Eltern, dass wir von Gott gesegnet sein. Wenn ich will sicher gehen, dass die Kinder alles haben, was sie brauchen für eine glückliche Ehe, als sie dann nur glücklich sind, dort ist dann versiegt eine Frau, sie haben ihre Entscheidung und dann sind sie versiegt. Aber von uns sieht das Eltern, was wird unsere Vorbereitung, was wird unsere Verantwortung, dort ist von Gott gesegnet zu sein. So Eltern, wo geht uns dort? Sei wie von Gott gesegnet, ist unsere Ehe von Gott gesegnet, ist unsere Familie von Gott gesegnet, uns Leben, ist das von Gott gesegnet. Ich sage nicht, ob wir in der Geld verdienen.
als die Krankheiten, nicht Krankheiten haben im Haus gehabt. Maar von Gott gesehen, dat de Herr is met ons, dat dik en dan. En ik doe, ja Gott zijn wel, en al die dingen wat er passieren, die gaan we met Gott toe. Kan ik zeggen dat ik van Gott gezegend ben? Also we moeten van Gott gezegende Eltern zijn. Dat is een bedingung, dat onze kinderen kunnen gelukkig zijn. Van onze zijde uit, okay? We reden van de Eltern ihrer Seite uit. Wat ihre Verantwortung ist, dat de Chance für die Kinder ist, glücklich zu sein. Zeg maar, ihre Entscheidung. Aber von Gott gesehen, die Eltern, ans Wandel mit dem Herrn, dort mit die Kerntekens, klare Kerntekens mit dem Leben mit ihm haben. Haf uns Leben in Kerntekens von im Leben mit dem Herrn. Haf dein Leben Kerntekens mit dem Leben mit dem Herrn. Er jest die bus op je pfeiler, op Vernunft, op wat die geïnteresseerd, die jankert. Er ist dein Leben, die Kerntitel von dem Leben mit Gott. Dort ist wichtig, dass unsere Kinder die Chance haben. So habe ich gesperrt, dass der Herr uns segnen wird, Studium Segen Gottes. Wir checken nicht aus uns Dingen, wie wir was sein. No. Klar, der Ding, was wir sehen, all diese schwere Dinge. Du Mann, frage ich dort, du ich. Wo Gott mich haben will. Dat is waarom dat gaat. Als men dat, dan dit me ook nog een doen zijn, was du echt doe zo. So wie dann entscheiden. Das ist von Gott gesehen zu sein, dass Abraham wir. Gott schenkt mir, in welche Pot zu sein. Was soll wir hier noch in diesen Tags? Der zweite Punkt sagt es dir. Der zweite Fall lesen, ich stimme Mose 24. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand. Lege deine Hand unter meine Hüfte. Hier wil ik Prinzipien nemen, okay? Wat gedanken. De tweede gedanken wat ik hier zei, dat is dat riepe handelen, wat Abraham had. Also, hij holt den oudsten knecht, dat wir der Eberste, dat wir zijn unerwirrt. Und er sagt, ja, komm, das ist eine ernste Sache. Du deine Hand hier so dicht wie, du die Hüften, dat man bijna komt, als de beschrijving, für die Hand aanlaaien. En hier ist ein wichtiges Ding, was wir zu reden haben, und du sollst mir was versprechen. Was du diese Abtrag von mir tun. Also wir sehen Abraham sein Handeln, das ganze und das Kapitel, das ist 67 Vers, und sei handeln, und sei weset, und sei überleidet handeln, was Abraham hier so hat. Für den ältesten Knecht wird alles in jeder Verständigkeit. Für die geistliche Reife. Ich glaube, wir wollten dort, wer das nächste schwere Ding ist, durchgegangen. Wenn der Haft luten Gott durch das schwere Ding arbeiten in seinem Leben, das ist der Liebste. Das sagen wir auch, wer das nächste schwierigste Ding bejegend hat. Wir müssen auch gut sein, wie wir uns entscheiden. Wir können entscheiden, bis Buben Eva alles ein bisschen so zu nehmen. Und wir wollen niemals lernen, der diepe jässliche Weg gehen, wenn wir nicht luten, diese schwere Weg von Gott zu farmen. Viele entscheiden, diese Buben Eva zu nehmen, und sind diese durch. Wo Gott will haben, hier soll der Flug nur eingedrückt worden, dort der Fan gearbeitet wird, von der wir herumkommen, was sein will. Diese entschuldigt wir uns, wir wollen nicht, wir gehen bis Buben Eva, und können wir nicht lernen. Aber Abraham, die wird schwere Wege gehen. Und dort ist, was geistliche Reife bringen wird. Und es ist dort, dass hier so handeln. Und wir sollen das haft tun, nicht so? Wenn die Kinder dann gerade waren, dann mag wir einmal, wo dort an uns arbeiten wird. Wo wir auf einmal an uns leben, an uns handeln, an uns denken, so sehr schaffen machen. Also, dass die mal in Diaper gehen. Wir können so viele Kinder haben, dass wir mehr abtragen, als dass ich Ente abtragen. Diaper zu gehen, zu reden. Und dass sie so mit Gewalt gedroht worden. Das ist Aspekten gewagt. Und unser Rechtschaffen sein. Wir sagen hier so, wenn wir diese Wege gehen sind, dann werden wir unsere Kinder auch diese Wege führen. Und wir wollten das. Sofern ist es dort, wenn ich den dort kriege, dann glaube ich habe dort nicht luten down an mich. Und vielleicht hat uns das dort, unsere Kinder, die Leute sich nicht richtig merken. Wir wollen die Reife führen. Wir wollen die verantwortlich merken. Wir wollen die Termon merken, bis die Leute das nicht.
Aber allein dort, wir haben uns Pott getan, versagt, so wie das wir können. Der Herr, der dort belohnt. So fährten, glaube ich, Stunden der Eltern durch so, und feiern so, na ja, das, was ich halt könnte tun, aber halt nicht könnte beschatten. Tschüss. Ja, wieder so, wenn ich gekommen. Aber wir blieben unsere Kinder, und wir leben da, wir schätzen da, aber eine anstrengende Bemühung, die wird aber letzte nicht verloren gehen. Wir glauben, dass es vielleicht verjährt, wir sind nicht gekommen. Aber das kommt noch. Vielleicht 20 Jahre wieder, aber das kommt noch. Vielleicht wollen die Kinder das niemals sein, niemals erkennen, dass eine Anstrengung von den Eltern ist, von der Frucht, was von der ist. Aber der Herr weiß, so als Joxine sagt, ja. Und rief mit Hunden. Ich muss hier so gucken, und das steht, ein paar Gedanken sein, sich tätig befreien oder Lut befreien. Wir wollten im Bett sitzen, aus dem Gruben vom Weg. Wir wollten, dass sie die Idee haben, oh no, ich muss das Leben genießen, ich will los und ich will frei, ich will mein Leben leben. Und die wollen sich nicht bringen, die wollen nicht Verantwortung. Über den befreien sie sich einmal Luther, habe ich gesagt. Das ist die eine Seite, ein Gruben. Aber du hast noch eine andere Seite. Nochmal, Jefferson, dort Eltern so feiern, die noch von ziemlich jung, die schieben sogar, dann sollen wir auch einen Partner haben. Sie sollen auch verläuft sein von ziemlich jung. Sie sollen auch groß sein, sie sollen lieb sein. Das ist sehr, sehr schädlich. So ein Gedanken aus dort, im Bett sitzen, als die Gruben, sind so niemals tun. Diese Frühbindung, also jung, sich gebunden haben an einen Partner, das ist sehr schuld. Wenn du so was geknackt hast, was wirklich vom Herrn ist, wie jung, well, dann wieder merken, dann noch nicht lang spazieren, dann befrieren. Das soll keine speziell sein, wo wir das Partnerwahl, das kein Novers Gott, sonst kann die Bibel nicht. Und aber du hast erst, wie wichtig das ist, du musst erst eine klare Bekehrung sein, du musst erst eine klare Beziehung zum Herrn sein, du musst erst eine Festigkeit im Leben sein, eine im jährlichen Leben. Und dort ist, was du erst sein, bei aller Ewigkeit von der Gemeinde ist das sehr wichtig. Hier in der Welt, alle können sich befreien. Befreien ist nicht bloß für Christen, das war ich nicht. Aber wir als Gemeinde, wir machen nur Handschaufeln. Dort zu integrieren. Oder vielleicht, bei uns ist es nicht so sehr wie eine Schule, aber wer noch eine Schule geht oder so wieder, weil dann soll dort erst alles ewig sein, alles vorbei. Und auch unsere Persönlichkeit entwickeln, oder unser Charakter, uns ganze Sein entwickeln. Und auch der Nächste, lernen dem Herrn zu dienen. Lernen dem Herrn zu dienen. Das sind alles wichtige Dinge, die davor herkommen. Hormon sind es die Bindung um Lebenspartner merkt. Gut, hier so, reifes Handeln. Wenn wir das nächste kicken, was wir hier noch sehen im Vers 3, der nächste Punkt wird erst, dort ein glückliches Jahr ist. Und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn kein Weib nimmst von den Töchtern der Kananiter, unter welchen ich wohne. Wiederum sehr wichtig, Wort, was der Taub passen wird. Im Glauben, was der Taub passen wird. Und nicht bis im Glauben. Vierten sind zwei so verschieden, der sagen, in der Familie passt bis auf China war ich nicht mehr. Passt bis auf China war ich nicht mehr. Wo wir wann dort erst dort ich hohe Werte habe, dort mir wichtig ist Gemeinde tun, dort mir wichtig ist nur biblische Prinzipien zu leben, nicht nur am Gegend, weil am Gegend dann passt vielleicht vielleicht auch, aber nur Bibel nur, dann können immer sagen, das ist verschieden. Mein Ziel ist dem Herrn tun, und du kannst dort nicht sein. Entweder einer oder andere nicht so, der Jünger, der Jahr. So, du musst immer glücklich sein. Und ganz besonders, warum das hier so jetzt dort ist, der soll ja glauben. Der soll ja glauben, muss das sein. Also wir möchten dort, wie es Teacher, wir tun die meistens in uns frieren, dann hast du so wenig von das zu sein. Aber wer von Saspur, eine frühe Nacht, wo all, an sie Weg all 100 Jahre hineingegangen sind, dass wir all ziemlich verschiedene Kulturen sind, oder sogar spanische, dann soll wir Dinge sein, so sehr verschieden. Da macht man dann so viel Dollar kicken. Post dort taub, ein Wort check ich. Können wir sehr viel überreden. Da wir einen nächsten Punkt bekennen, der 8. Vers. Dort sagst du so, Elisa sagt, aber man dann nicht verfolgen, der kennt nicht, man wird nicht nur weg sein, der wird nicht bei Isaac erst, der hat keine Idee, wollte sich gut frieren. Wo dann? Ja, so, aber das Weib dir nicht folgen will, sagt Abraham, so bist du dieses Eides quitt. Also wenn du nicht
Weil dann bist du dient los. Unsere Vernunft wird auch fertige Entscheidungen merken. Wir möchten das fertige lenken. Aber hier ist es wichtig, der harte Wort. Check. Das sind die Bedingungen. Das ist nur, was du checken musst. Und wenn die deren dann nicht aufgehen, dann ist es das nicht vom Herrn. Also das Gott vertrauen, so wie hier so. Insofern soll wir Eltern, das kann nicht Gott vertrauen in dieser Sache. Wenn so ein Partner ist, dann du kein Partner. Du bist irgendwas, was dich nicht interessiert, kann man vom Herrn ist. Dann schafft das nicht. Oder dort so, den sollst du. Und der versiegt du, was zu hetzen. Und über den Wort der All der hat noch kein Freund, als er nicht verläuft. Na dann wird er so sehr nur geschoben und sehr gehetzt, oder top geführt, oder narren und so wieder. Das ist nicht die Wahrheit. Gott vertrauen. Wir sollen hier so Abraham, der Gott vertrauen. Er sagt, das sind die Bedingungen. Und wenn das schafft, gut, und wenn nicht, wieder erst du nicht Wort. Ich vertraue Gott, das ist, die Bibel schreibt, das ist Gott wohlgefällig. Und wenn du da nicht ein Partner hast, dann hast du bloß nicht ein Partner. So wird Abraham sich überzeugt, das ist der Wahrheit wir. Gott vertrauen sei wir. Und was sagt der letzte Part von dem Vers, 8. Vers? Allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Das ist das Nächste, was uns durch die Hand bringt. Dort erst nicht eine falsche Entscheidung mehr in das Mitglied. Nicht wegen Frieden, wegen der Jammer dort. Nicht wegen Frieden, wegen der Druck. Wenn du nicht weißt, da war ich nicht besuchen. Oder da war ich das tun, oder das tun. Kein Mitglied. Keine falsche Entscheidung. Bloß wegen dem Begeben. Ein Kompromiss mehr. Bloß ich Mitglied. Bloß wegen, dass ich eine richtige Familie kommt. Bloß die Anerkennung von der Gesellschaft. Was immer. Und dann sind es die Entscheidungen merken, dass es sei dries. Das ist nicht Gott gewollt. Hier mag die geistliche Ansichten haben als Eltern. Shakespeare, ein paar hundert Jahre her, die schreibt sehr viel. Und heute schreibt es das, da hielt sich sehr extrem. Aber dort sagt es das. Und ich glaube, wir sollen von der, vielleicht weit wieder gehen. Aber der wird eine schwere Ehe haben, oder neun Gebrechen ist, der weiten wird sonst dort ist. Aber heißt es das, besser gut gehängt als schlecht befreit. Ich sage, schlimm der Ausdruck, nicht so? Aber das wird sein Ausdruck zu sagen, wenn es eine schlechte Ehe angehen, dann verhält mich. Also, wo traurig das kann sein. Und wir sagen, das war wichtig, das ist. Also, was ein Zitat von diesem alten Onkel da. Nächste, was wir hier sagen, 3. Vers 7. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt, dies Land will ich deinem Samen geben, der ist Gott des Himmels. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinen Sohn da selbst ein Weib nehmest. Gottes Willen erkannt. Er hat klar erkannt, ich will Gott sein Willen, ich will eine tugendsame Früh von uns Jung. Und er will sie klar, der Herr, der wird einen Engel verabschieden, der wird alles reinmerken. Wenn du da Hand kommst, alle deren wollen aufgehen. So vertritt wir halt. Soll wir nicht Wort von Gott vertrauen haben? Und wo klar, Gott sein Willen erkannt hat in das. Und als das knallt, ist dort, du so Bethels Hus vertalen, wo der Rebecca wird, vertalen, dass ich das hat belebt, und so hat gebet, und das ist dann passiert. Was soll ich du für haben? Und dann sage ich den Vers 50, das kommt vom Herrn. Sie können sagen, das hier ist der Herr im Spiel. Was darf dann wir dazu sagen? Der Herr hat sie geführt. In Vers 50, wie dort von Rebecca. Und ich glaube, das ist sogar mal das, was ich gesagt habe. Vor der Geburt von dem Kind ist nicht zu schwer zu beten für das Leben in dem Partner von dem Kind. Was wir tierisch beten dann für den Partner von unseren Kindern. Was nächste? Vers 58. Wir werden noch einen Gedanken rücknehmen. Hier soll wieder auch ein Verhältnis, was da muss sein. Zwischen dem, was sich frieren wollen, und den Älteren. Diese Feierpaar, du musst eine Beziehung sein. Ist es allerdings up, dann ist es up. Ist es nicht allerdings up, dann ist es nicht up. Das ist für die Jugend sehr schwer anzunehmen, wenn das die einen und anderen nicht up ist.
Du musst die klar haben. Erst wird nicht up bei den Eltern, dann erst passt nicht up. Oder bei dem Partner, dann erst passt nicht up. Dann muss gewacht. Und das auch gut nicht lädt, aber die Eltern machen das, die Feiersieden, die machen das unterstützen. Hier sage ich etwas 58, in normale Umstände sage ich dann, hier so 58, und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm. Wir sagen hier so, den auch nicht denkt. Sie sind mit ihm vom Herrn, aber Rebekka muss noch Erwut geben. Rebekka hat uns sagen, noch nicht so verdrießt gewirkt, wenn ich will ein Goldding gewesen, aber dann würde es nicht gegangen haben. Und wenn Rebekka hat jeden gewollt, aber der Eltern geht das nicht auf, und sie haben aber geistliche Ansichten, Prüfvermögen, sie werden gläubig, weil dann würde es nicht auf sein. Wir gehen davon aus, in der Gemeinde sind die Eltern gläubig, das haben sie geistliche Ansichten, dass sie wollen reich entscheiden. In der Welt ist es nicht anders. Nee, du würdest sagen, mit denen kannst du nicht befrieren, bloß wegen sie nicht im Glauben sind, nicht so? Also das ist dann eine andere Sache dann. So wie bei den Leuten, das empfindlich, leider ist gefährlich und du noch blind. So deswegen ist es wichtig, hier so ein offenes Verhältnis zu haben. Aber wir wollten wohl empfindlich das essen. So, wenn man nicht verleicht ist, dann ist man blind, dann nimmt man nicht mehr an. Und deswegen ist es wichtig, wie dann, weißt du den vorher, proben zu reden, zu sagen, abhalten, dass kein Luther nicht entschieden worden. Gut, hier noch ein paar. Wir wollen hier so aufschlüten. Wir wollen nicht das letzte Part nehmen. Ja, vielleicht Luther, für die Kinder halt selbstständig worden, dass wir die Kinder losluten, wenn sie ein Fleisch waren. So, du erst in welchem Part noch von da siehst, da wir hier so schlüten für das mal. Feier 129. Feier 129. Ik wil abstimmen, faire Abstimmung würde passen, das mit Leid singen. Traue dem Herrn und fürcht dich nicht, ist ein Freund so gut, wie schwer auch immer dein Geschick, bring dich in seine Ruhe, sing ihm mit froher Zeit, sing ihm mit Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag, singe ihm dem Herrn, laut seinem Wort und zweifle nicht, lässt dich nie allein. Sein treues Auge wacht für dich, bei Nacht und Sonnenschein. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag. Singe ihm dem Herrn. Es ist so schön, dem Herrn vertrauen und seine Hände tun, beständig auf sein Antlitz schauen, in seiner Liebe ruhen. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm mit Schmerz und Leid, was der Tag